Eine Technik mit Kohlepapier zeige ich heute. Uralt, habe ich früher sehr, sehr oft gemacht. Einfach Kohlepapier und abgezeichnet. Die linke Frau ist hier frei handgezeichnet und die rechte auf der Teekanne, die habe ich mit dem Kohlepapier gezeichnet. Und diese Technik zeige ich jetzt hier. Ist ganz einfach und simpel, schon fast in Vergessenheit geraten, würde ich mal sagen. Dieses Kohlepapier kann man auch nach wie vor kaufen, in jedem Bürobedarf. Günstig, sehr günstig sogar und ist sehr oft anzuwenden. Früher für die Schreibmaschine und heute nehme ich das, um einfach Bilder abzuzeichnen. Und dies sogar auf Keramik. Das funktioniert. Ich habe hier, wie ihr seht, ein ganz normales Zeitungspapier, einen Katalog. Da fand ich die Dame sehr schön. Die schneide ich jetzt aus. So ungefähr, das muss nicht ganz genau sein, dass ich das nur als einzelnes Blatt für mich habe, um das kopieren zu können. Das ist wichtig halt zum Fixieren später, sonst müsste man das nicht, aber so zum Fixieren für die Kanne, die ist ja halbrund, muss man das ausschneiden. Um schon mal zu zeigen, wie das Kohlepapier funktioniert, nehme ich hier einfach irgendeinen gesprühten Keramikartikel, lege das Papier natürlich so drauf, dass von der anderen Seite das durchdrückt, nehme einen ganz banalen Kugelschreiber, mache da ein paar Kringel und ihr seht, es hat funktioniert. Jetzt nehmen wir diese Kanne. Ja, die ist ja nun halb rund und da muss man das ein bisschen anpassen, das System. Und da musste ich selber erstmal ein bisschen tüfteln, wie ich das mache, aber das funktioniert, indem wir jetzt einfach das Kohlepapier dann da drauf legen, dann die Dame im Papier im Wasser tauchen und drauflegen. Und damit es nicht verrutscht, habe ich es auch noch fixiert mit Klebestreifen. Das war wichtig, damit auch der Strich da unten drunter immer an der Stelle landet, sonst haben wir dann nachher Krickelkrackel und wissen gar nicht, welcher Strich wohin kommt. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt es auch theoretisch total überkleben, das ist egal. Jetzt nehme ich wieder diesen Kugelschreiber und zeichne das nach, was für einen wichtig ist zu zeichnen. Manch einer will das vielleicht sogar eine Frau haben ohne Gesicht. Das kann man jetzt für sich individuell nachzeichnen. Finde ich auch, sollte man, damit man seinen eigenen Stil findet. Aber wenn man das gar nicht kann, einfach erstmal nur kopieren. Logisch, einfach nur abkopieren, zeichnen, jeden Strich für Strich. Und dann sieht man gleich das Werk unten drunter. Das ist ein bisschen schwierig an manchen Stellen. Man muss das immer ein bisschen festhalten, das Papier trocknet. Das ist jetzt auch natürlich schon ein schwieriges Bild. Das muss man jetzt nicht gleich nehmen, so ein Foto. Man darf auch erstmal nur ein Muster abzeichnen. Das ist natürlich auch möglich. Ich habe natürlich gleich was Schwieriges mir ausgesucht, weil ich ja theoretisch das hätte ich auch malen können. Jetzt zeige ich hier an der Hand, da reicht jetzt das Kopierpapier zum Beispiel nicht unten drunter, da ist es völlig egal, dann nimmt man einen kleinen Schnipsel, legt den da wieder unten drunter und dann kann man das weiter kopieren. Das ist jetzt also auch nicht schlimm, kann man alles irgendwie lösen, dass man das da drauf kriegt. Und wie fein man das haben will, muss man das sehen. Jetzt ziehe ich das gleich ab. Dann könnt ihr sehen, wie schön das schon wirkt, schon wie eine wunderbare, schöne Zeichnung. Traumhaft. So sollte es aussehen, so ungefähr. Und da dieser Kohlepapier natürlich beim Brennen verschwinden würde, müssen wir das nachzeichnen. Und da gibt es einen ganz tollen Stift von einer Schweizer Firma, den können wir unter der Glasur draufzeichnen, wirkt wie ein Bleistift, ist es natürlich nicht, ist auch nicht so günstig wie ein Bleistift. Und dann zeichne ich jetzt nach. Wieder jede Linie muss ich jetzt wieder nachzeichnen. Also ich möchte das so nachzeichnen. Man könnte das jetzt auch einfach ausmalen, wenn man möchte, und mit anderen Farben malen. Ich möchte, dass es aussieht wie eine Zeichnung. Deswegen male ich das jetzt mit diesem schönen Stift nach und male nur die einzelnen Flächen aus, dass es aussieht, als ob ich das auf Papier gemalt hätte. Und dieser Stift ist echt faszinierend. Ich kenne ihn ansonsten gar nicht so weiter, dass ihn irgendeiner verwendet, aber das ist echt sehr schön. Es wirkt wie eine Zeichnung und als ob ich das mit Fotokopie da drauf getan hätte. Und es ist sehr, sehr schöne Wirkung. Ja, das könnt ihr jetzt einfach zuschauen, wie das jetzt vollendet wird. So, jetzt ist die Dame schon komplett umrandet und damit es dann halt noch weiter wirkt wie eine kleine Zeichnung, mache ich da nehme ich wirklich den Bleistift den Stift wie einen Bleistift und
wie man das auf Papier machen würde, so habe ich das jetzt hier auch gemacht. Einfach ringsrum ein bisschen Striche ziehen und verwischen mit dem Finger. So wirkt es wie ein Schatten oder wie Hintergrund oder halt wirklich nur wie eine Bleistiftzeichnung. Und jetzt wird es noch angemalt. Und damit es wieder eine Zeichnung wirkt, muss ich meine Farben stark verdünnen, damit ein bisschen Schatten entsteht und ein bisschen Nuance entsteht, dass es wirklich nur aussieht wie so eine Aquarellmalerei oder so, ne? So sollte das rüberkommen im Prinzip. Es funktioniert nicht immer so bei diesen Farben, aber so diese Zeichnung kommt schon rüber. Und was man natürlich auch sagen muss, man muss sich da immer keine Gedanken machen, was man da für Farben nimmt. Also, ich habe hier einige Abonnenten, die gerne das mal nachmalen möchten. Ihr könnt alle Farben dazu nehmen, ob ihr die da von Firmen kauft, das ist egal. Also, deswegen nenne ich meine Farben nicht, weil ihr könnt jede Farbe dazu nehmen, die unter der Glasur gemalt werden kann. Wenn ihr es danach noch farblos glasieren möchtet, müsst ihr ja, weil dieser Stift ist für Unterglasur und die Farben auch, dann nehmt solche Farben, egal welche Farben. Sie sollten nur für Unterglasur sein und wie hoch ihr das brennt, das ist euer Privates. So, jetzt haben wir die eine Seite schon fertig. Ich habe da jetzt noch den Henkel und so grün gemacht. Ich male es noch ein bisschen stärker nach, was mir nicht so gefällt, was noch ein bisschen dunkler sein muss. Alles so, wie ich das eben immer so mache, ein bisschen noch intensiver. Und da kann man auch seine Persönlichkeit reinsetzen. Der eine setzt halt mehr auf Dezentes und der andere möchte halt mehr, dass der Strich noch stärker ist. Das finde ich an der Zeichnung sehr schön. Und ich finde, selbst wenn man es kopiert, sollte man nicht sehen, dass es eine Kopie ist. Also man sollte da wirklich ein bisschen persönliche Noten reinsetzen. Das ist ganz wichtig bei so einer Kopie, wenn man schon kopiert, ne? Dann sollte man wenigstens versuchen, ein kleines Detail anders zu machen. Und wir wollen ja kein Foto haben, weil dann hätten wir ein Foto drauf machen können. Das möchte ich nicht. Es soll ja wie aussehen wie eine Zeichnung. Hier könnt ihr noch mal sehen, wie ich das einfach mit meiner Farbe ein bisschen noch verwische, damit es aussieht wie ein Zigarettenqualm. Und dann ist diese Arbeit schon auf dieser Seite fertig. Um dann noch eine einfachere Variante zu zeigen, habe ich auf der Rückseite nur in Anführungsstrichen ein Muster gemalt. Das könnt ihr jetzt gleich im Anschluss daran sehen. Das Gleiche in Grün habe ich jetzt hier gemacht, also nicht das Gleiche in Grün, hört sich komisch an. Ein bisschen Strichzeichnung vor, ein Papiermuster, was ich ausgedruckt habe, abgezeichnet mit dem Kugelschreiber, genauso wie ich das mit der Dame schon davor gemacht habe und die kopierte Version dann nachgezeichnet. Mir kam es hier nicht so ganz drauf an, dass das ganz genau so aussieht, sondern nur so ungefähr, dass man sehen kann, man kann wirklich alles kopieren, alles. Wenn ihr es irgendwo könnt, auch auf Rundungen, auf flachen natürlich am besten, auf Tellern, aber es geht halt auch auf dieser Kanne. Und da seht ihr das, ich nehme wieder meinen Stift, zeichne das nach, was mir für eine Zeichnung wieder wichtig ist, was ich hervorheben möchte. Mache ich noch detaillierter mit meinen Farben. Und den Rest lasse ich wieder wie eine Zeichnung. Einfach zuschauen bis zum Schluss. So, jetzt ist das Muster gleich fertig. Hier kann man sehen, dass es natürlich nicht ganz genauso aussieht wie auf dem ausgedruckten Papier, was ich da hatte. Im Hintergrund sieht man das noch so ganz leicht. Muss es auch gar nicht, ne? Es weiß ja keiner, wie es in Wirklichkeit aussah. Aber es ist ja dennoch faszinierend, dass man das so hinbekommt, wenn man nicht zeichnen kann. Man kann diese Linien und Striche einfach nachziehen, nachkopieren
und so verschönern, wie man das kann, ne? Also, ich habe wieder meinen Stift genommen, alles verwischt, damit es zu der Vorderseite passt und fertig ist die Kanne. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war ein sehr ausführliches Video und ich würde mich freuen. Tschüss, wie immer, bis zum nächsten Mal.